Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück hier bei uns an der Oberen Mühle in Niederorf. Heute will ich mal ein bisschen was anderes machen. Heute möchte ich euch gerne mit in die Vergangenheit nehmen, und zwar in die Vergangenheit von unserem Projekt hier. Wir betreiben ja jetzt schon seit 10 Jahren bald hier eine Wasserkraftanlage. Ganz am Anfang von meinem Kanal, als ich angefangen habe, habe ich so ein paar Bilderserien eingestellt. Auf den Bilderserien sieht man, wie wir hier das Mühlrad und die Wassergräben gebaut haben. Und dahin möchte ich euch heute mal mitnehmen, ganz zum Anfang von unserem Projekt. Und wir schauen uns mal zusammen an, wie das alles so zustande gekommen ist. Ja, liebe Freunde, jetzt ist ja alles wieder einigermaßen in Schuss. Aber das war natürlich nicht immer so. Als meine Frau und ich hier angefangen haben, da sah das tatsächlich noch ganz anders aus. Als wir hier angefangen haben, war alles im Dornröschenschlaf. Das Unkraut, die Brennnesseln und das Gebüsch standen Meter hoch. An Wasserkraft oder an die Nutzung von Wasserkraft war hier an diesem historischen Standort erstmal überhaupt nicht zu denken. Die Wasserrechte waren seit den 60er Jahren erloschen. Der Vorbesitzer, so sagte man uns, hatte Wasserrechte gegen eine Schrotemühle eingetauscht und das Wasserrad war stark verfallen. Bevor wir das Objekt gekauft haben, haben wir uns natürlich mit den Behörden in Verbindung gesetzt, sowie mit der Gemeinde hier bei uns im Ort. Und nachdem wir von allen Seiten grünes Licht für die Reaktivierung der Wasserkraftanlage bekommen hatten, haben wir dann den nächsten Schritt gewagt, das Objekt gekauft, den Bestand aufgenommen und ein Planungsbüro mit der Gewässeranschlussplanung beauftragt. Bei so einem Projekt ist natürlich klar, dass das nicht alles von Hand leistbar ist. Deswegen haben wir gleich zu Anfang von unserem Projekt in große mechanische Helfer investiert. Zum einen unseren Bagger und zum anderen unseren Baukran. Ihr seid ja total verrückt, hat man von allen Seiten gehört. Das ist ein Lebensprojekt. Die Mühle, die ist lange drüber und ihr werdet euer gesamtes Leben mit diesem Projekt nicht fertig werden. Wir haben uns nichts draus gemacht. Abends hat auf der Wiese ein Lagerfeuer gebrannt und tagsüber haben wir gesehen, dass wir in das Chaos ein wenig Ordnung bringen. Nun zeichneten sich tatsächlich schon die ersten kleinen Erfolge ab. Wir konnten den Mühlengraben von den Trümmern der eingestürzten Gebäude befreien, die in den Rhein gefallen waren. Wir konnten ihn begutachten. Wir konnten aber auch sehen, in welchem Zustand das alte historische Mühlrad tatsächlich ist. Leider war dies kein sehr erfolgversprechender Zustand. Das Mühlrad war ungefähr ab der Hälfte abgerostet. Man hat es noch erkannt als Mühlrad, aber die Substanz war wirklich schlecht, wäre noch wirklich übertrieben gut dargestellt. Das Mühlrad war komplett verrostet. So haben wir uns entschlossen, die historische Mühle innen zu erhalten, aber das Mühlrad außen, das musste weichen. Wir haben die Achse durchgeschnitten und das Mühlrad mit dem Bagger zum Schrott gefahren. Obwohl wir zu dieser Zeit an der Mühle ganz andere Probleme gehabt hätten, haben wir uns tatsächlich primär für die Reaktivierung der Wasserkraftanlage entschieden, da wir gedacht haben, wenn wir die Wasserkraftanlage am Laufen haben, dann haben wir hier schon mal ein kleines Helferlein, was uns unser Projekt, wenn es auch nur einen kleinen Beitrag leistet, schon einmal etwas gegenfinanziert. Zudem wussten wir auch nicht, wie sich die Situation, die gesellschaftliche Situation weiterentwickeln würde. Wir hatten jetzt das Go bekommen von den Behörden, um die Wasserkraftanlage zu reaktivieren, und rückblickend war das eine wirklich sehr gute Entscheidung, da sich dieses Fenster, was uns die Reaktivierung der Mühle erlaubt hat, im Anschluss auch wieder geschlossen hat. Sollten wir also heute wieder mit dem gleichen Projekt an gleicher Stelle starten, wäre es bedeutend schwieriger geworden, das Projekt umzusetzen. Während die Arbeiten auf der Baustelle auf Hochtouren liefen, musste ich mir abends nach Feierabend noch beibringen, wie man Wasserräder berechnet. Hier hat mir die
Berechnungsgrundlage von Herrn Dr. Nürnberg sehr weitergeholfen. Ich habe die Anlage nach dem Buch Wasserräder mit Freihang berechnet und in der Neuauflage von Herrn Dr. Nürnberg von diesem Buch finde ich dann mit meinem Projekt auch tatsächlich Erwähnung, worüber ich mich sehr gefreut habe. Nachdem die Berechnung ergeben hat, wie die neue Wasserkraftanlage auszusehen hat, habe ich mich auf Grundlage dessen an die Konstruktion gemacht und ein Wasserrad entworfen, was optisch dem historischen Vorbild entspricht, aber im Gegensatz zu dem historischen Vorbild nicht mehr für das Mahlen von Mehl, sondern für die dauerhafte Erzeugung von Strom ausgelegt war. Das Wasserrad ist ein wenig höher geworden, ein wenig breiter geworden und mit Hilfe dieser Konstruktionsdaten konnte ich dann den Stahlbauer beauftragen, ein neues Wasserrad zu fertigen. Da es hier bei uns an der Mühle zu diesem Zeitpunkt keine Infrastruktur gab, das heißt also kein Strom, kein Wasser, kein Telefon, kein Abwasser, mussten wir uns darauf konzentrieren, jetzt erstmal erste Infrastruktur zu schaffen. Bis dahin haben wir immer mit einem Aggregat gearbeitet, aber um die Wasserkraftanlage tatsächlich in Betrieb nehmen zu können, musste neben dem Rad natürlich auch der Technikraum vorangebracht werden. Als Technikraum dient uns die alte Milchkammer, das heißt also, wir mussten die alten Milchmaschinen rausbringen, entsorgen und dann den Raum kernsanieren, weil er stark verfallen war. Die Wände mussten neu gemacht werden, die Türen mussten neu gemacht werden und wie gesagt, es musste auch erstmal Infrastruktur in dem Raum geschaffen werden, um überhaupt dann im Nachgang die Schaltschränke aufbauen zu können. Dank eines glücklichen Umstandes hatten wir die Chance, viele wichtige Teile, gerade die schwer oder stark belastete Wasserradwelle aus dem Rückbau von Anlagen am Flughafen Frankfurt zu gewinnen. Hier konnten wir aufs Vorfeld, haben eine Fluggastbrücke mit demontiert und die nahtlos geschweißten Führungsrohre von dem Hubwerk der Fluggastbrücke dienen uns heute als Wasserradwelle. Diese Welle wird stark belastet und so ist es wirklich ein absoluter Glücksfall, dass wir diese hochwertigen Materialien hier bei uns an unserer Wassermühle zu einem neuen Leben überführen konnten. Unsere Hauptbeschäftigung zu dieser Zeit war der Aufbau der Wassergräben. Die mussten natürlich wieder instand gesetzt werden, bevor wir da Wasser durchleiten konnten. Der Obergraben musste ausgebaggert werden und der Untergraben komplett aufgemauert werden. Aber nicht nur das Aufmauern der Gräben war zu der Zeit im Fokus, sondern auch das Fundament für das Wasserrad und das Getriebe im Keller mussten erstellt werden. Die Keller waren aber voll mit Gerümpel und das musste zuvor dann erstmal raus. Einem weiteren glücklichen Umstand war es zu verdanken, dass uns die Fachschule für Technik in Kassel 3 Experten an die Seite gestellt hat, die uns im Rahmen ihrer Technikerausbildung bei der Reaktivierung der Wasserkraftanlage und bei der Schaffung der Steuerungstechnik für die Wasserkraftanlage geholfen haben. Die Jungs, die haben mit mir zum Beispiel auch die Kennlinien aufgenommen, aus denen hervorgeht, dass das Wasserrad für jede Wasserraddrehzahl nur einen Punkt hat, in dem es die optimale Leistung erbringen kann. Während die Jungs drin die Steuerungstechnik vorbereitet haben, mussten wir natürlich draußen an den Wassergräben weiter Gas geben. Die Fundamente mussten gegossen werden. Dafür hat es natürlich viel Vorbereitung gebraucht und der komplette Einsatz fand immer im kniehohen Schlamm statt. Das heißt also, die Wassergräben, gerade der Untergraben, hat beim Ausbaggern schon immer ordentlich Wasser gefasst. Wir haben das zu der Zeit zwar abgepumpt, aber die Baustellen sind über Nacht immer wieder vollgelaufen und so war es natürlich einigermaßen schwierig, hier vernünftige Fundamente reinzubekommen. Wir haben einen großen L-Stein betoniert, der uns als Hauptlager für das Wasserrad dient. Mit Schnurgerüst und Nivelliergerät haben wir die Höhen festgestellt, sodass wir auch sicherstellen konnten,
dass das Wasserrad an der richtigen Position ist. Wir haben umfangreiche, sehr aufwendige Körbe geflochten für die Auflagepunkte von dem Wasserrad, und dann musste das Ganze natürlich noch mit Beton gefüllt werden. Das damalige Budget hat leider keinen Transportbeton zugelassen, und so mussten wir mehr oder weniger alles mit der Hand mischen. Hat eine Weile gedauert, aber ging auch. Noch aufwendiger als die Betonierarbeiten im Außenbereich gestalteten sich sicher die Betonierarbeiten im Innenbereich. Hier mussten wir erstmal jede Menge Schutt aus den Kellern herausbringen. Dafür haben wir auch wieder unseren Bagger eingesetzt. Das Fundament im Innenbereich haben wir gegen alle angrenzenden Wände, aber auch gegen die dann später angrenzende Platte mit Styropor abgestellt, sodass sich Schwingungen, die über die Wasserradwelle in das Fundament übertragen werden, sich nicht an andere Bauteile im Haus übertragen können. Zudem musste noch ein Leerrohr eingebaut werden. Das Leerrohr, das hat dann die Kabelführung ermöglicht und eine Drainage gegen eventuell auftretendes Wasser im Keller haben wir auch vorgesehen. Während wir den Betonfundamenten im Keller erstmal ausreichend Zeit zum Trocknen und Aushärten gewährt haben, haben wir unseren Fokus auf das Erstellen, Betonieren und Konstruieren der oberen Einlaufschieber für das Mühlrad gelegt. Hier mussten natürlich aufwendige Betonfundamente und Betonwände gegossen werden, die das Steuern des Wassers, das auf das Rad geleitet wird, ermöglichen. Ein sehr aufwendiges, aber auch sehr interessantes Projekt war das Erstellen des Gerinnes. Das Wasser, das muss ja aus dem Flussbett bzw. aus dem Einlaufbauwerk, das wir gebaut hatten, dann auch irgendwie zum Wasserrad kommen. Und deswegen baut man hier in dem Fall ein Gerinne. Das Gerinne, das haben wir erstmal auf dem Hof aufgebaut bzw. gezimmert. Hier haben wir uns einen Zimmerplatz eingerichtet. Hier wurde das Gerinne komplett vorkonstruiert und zusammengebaut. Anschließend haben wir es dann vom Zimmerplatz zu dem eigentlichen Einsatzort gebracht. Das war hier auch nochmal eine ganze spannende Aktion, das Gerinne hier aufzubauen. Nachdem das Ständerwerk stand, musste es natürlich auch noch vernünftig bebrettert werden. Das heißt also, die komplette Beplankung des Gerinnes musste dann vor Ort erfolgen, und das komplett zusammengebaute und beplankte Gerinne, das wurde dann am Ende noch gestrichen. Die Höhenvorstellung von dem Gerinne, da hat mein Vater wieder eine gute Idee gehabt. Da hat er quasi wie so, ich nenne das mal immer so Hörnchen oder Geweihe gebaut. Das heißt, das sind quasi solche große U-Träger, so U-Profile, in denen das Gerinne drin sitzt. Und jedes von diesen U-Profilen, das hat eine Einstellmöglichkeit über 3 Gewindestangen, mit denen man das Gerinne in der Höhe verstellen und auch optimal einstellen kann. Ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Rad sich dreht. Allmählich wurde aus meiner Theorie, meinen Zeichnungen, die ich erstellt hatte auf Grundlage meiner Berechnungsgrundlage, Realität. Der Herstellungsbetrieb hat mir die Info gegeben, dass die Teile fertig sind und zur Abholung bereitstehen. Das habe ich mir natürlich nicht zweimal sagen lassen. Mit ganz viel Vorfreude im Bauch bin ich hingefahren, habe die Teile abgeholt. Chris und ich, wir haben es uns natürlich nicht nehmen lassen, um wenigstens mal zu gucken vorm Lackieren, ob die Teile einigermaßen zusammenpassen. Im Anschluss konnten wir das Rad natürlich dann auch guten Gewissens endlich lackieren. Franz hat sich derzeit meistens in Nachtschicht schon um die Vorbereitung der Wasserradwelle gekümmert. Die haben wir ja hier aus diesem Führungsrohr von der Fluggastbrücke gewonnen. Die Flansche haben wir fertigen lassen, die sind also im Wasserradpaket mitgekommen, und Franz hat sich dann die Nächte um die Ohren geschlagen, um daraus eine schöne Wasserradwelle zu
konstruieren, die wir dann mit dem Bagger an Position gehoben haben. Das Wasserrad hatte ich so konstruiert, dass es in Segmenten gefertigt werden konnte. Das hat den großen Vorteil, dass man das Wasserrad direkt vor Ort aufbauen kann. Die Einzelteile, die sind einigermaßen gut zu bewältigen. Wir haben natürlich unseren Baukran genutzt, um die Teile von dem Vormontageplatz direkt zum Wasserrad zu bekommen. Aber generell war es wirklich eine tolle Sache und es hat sich wirklich, die Theorie hat sich in der Praxis absolut wiedergefunden. Es war richtig dolle praktikabel, das Wasserrad in diesen Segmenten zu konstruieren. Viele Wasserräder werden eben als Schweißteile gebaut und dann ist es sehr kompliziert, die Räder vor Ort zu bekommen. Die Lagerung und auch den Antrieb hatten wir über alte Fluggastbrückenteile realisiert. Der Antrieb vom Rad zum Generator erfolgte über eine Kette und einen Generator, was dann tatsächlich auch zur Einspeisung von Strom geführt hat. Man muss natürlich jetzt hier in dem Zusammenhang erwähnen, dass wir im Nachhinein noch sehr, sehr viel Lehrgeld bezahlen sollten. Die Lagerungen aus den alten Fluggastbrückenteilen waren völlig ungeeignet, genauso wie der Kettenantrieb. Es ist uns ständig kaputt gegangen. Dennoch konnten wir die Anlage damals in Betrieb nehmen und haben die Wasserrechte zurückbekommen, anschließend auch die Betriebserlaubnis für die Anlage bekommen. Es ist natürlich noch viel Arbeit in die Anlage geflossen, bevor sie vollständig fertiggestellt war. Auch die Probleme mit der Lagerung und dem Kettenantrieb habe ich mittlerweile gelöst. Wenn euch interessiert, wie das vonstatten ging, dann schaut mal in meine Videos. Da habe ich es relativ detailliert dargestellt. Ja, liebe Freunde, jetzt sind wir wieder am Anfang angekommen. Die Mühle ist fertig, das Rad dreht sich wieder und ich freue mich, dass ihr dabei gewesen seid. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Schaut mal bei allen meinen Freunden unten in der Videobeschreibung vorbei und kommt auf jeden Fall auch wieder zurück hier zur Obermühle, denn hier gibt es ja immer spannende Abenteuer. Ich wünsche euch noch ein schönes restliches Weihnachtsfest. Passt auf euch auf, kommt wieder zurück hier zur Mühle. Bis dahin, habt eine schöne Zeit. Ciao. Tschüss.